Ja, hallo und ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Video aus dem Technikmuseum in Berlin. Und hier im Erdgeschoss in der Eingangshalle ist ein Bereich ausgestellt, wo man mal eine ganz alte Metallfertigung dargestellt hat aus der Zeit zwischen 1860 und 1925. Ganz hinten ist eine Dampfmaschine, die diese ganzen Transmissionsriemen hier oben antreibt und damit die einzelnen Maschinen antreibt. Aber hier gibt es auch ganz viele Maschinen, die noch mit Fußpedal betrieben werden, also die nicht über eine externe Kraft angetrieben werden, sondern die der Mitarbeiter, der an dieser Maschine stand, dann tatsächlich selbst antreiben muss. Und was ich besonders spannend finde an diesen Maschinen ist, dass sie einerseits zwar sehr alt sind und damit auch irgendwie ein bisschen anders aussehen als heutige, aber die Ähnlichkeit zu heutigen Maschinen doch noch sehr groß vorhanden ist. Also eine Fräsmaschine oder auch eine Drehmaschine oder eine Säge oder so, die sehen alle irgendwie doch sehr ähnlich aus und die funktionieren auch alle irgendwie sehr ähnlich. Klar, die haben heute Steuerung, du kannst die Drehzahl besser regeln, du hast einen Elektromotor dran, du brauchst keine Transmissionsriemen, du hast mehr Schutzabdeckung, dass du nicht irgendwo reingreifen kannst und so weiter und so fort. Aber so vom Grundprinzip her sind die Maschinen doch irgendwie alle noch sehr ähnlich und es ist jetzt nicht so wie beim Computer, dass alles jetzt irgendwie in so einem Mikrocontroller abläuft, alles winzig klein geworden ist, sondern es ist nach wie vor eben Metallbearbeitung, nach wie vor mit Drehmeißeln, nach wie vor mit Zerspannungswerkzeugen, die im Grunde gleich geblieben sind. Und das finde ich immer besonders spannend, sowas zu sehen. Hier sieht man jetzt eine Drehmaschine, die über das Fußpedal ganz unten von dem Mitarbeiter bedient wurde. Und der Mitarbeiter konnte hier einfache Kleinteile drehen und fertigen. Und hier im Vordergrund sieht man jetzt schon eine etwas größere Drehmaschine, die dann auch über einen Transmissionsantrieb verfügte, wo der Mitarbeiter dann auch größere Teile drehen konnte. Und diese Drehmaschine, sowohl von ihren Ausmessungen wie auch von ihrer Funktionsweise, ist heute eigentlich ganz genauso aufgebaut wie damals auch. Man hat hier immer noch den entsprechenden Schlitten, den man mit Handkurbeln dann verstellen kann. Man hat seinen Drehmeißel, der dort eingespannt ist, und das Werkstück, was im Drehfutter ist, wo sich dann das Werkstück entsprechend dreht und man das entsprechend bearbeiten kann. Hier hat man jetzt bei dieser alten Maschine einen freien Blick auf die Lagerung des Drehfutters. Das, was bei modernen Maschinen alles voll gekapselt ist, ist ja alles offen. Man sieht gut die Lagerung vorne und hinten. Man sieht auch gut die entsprechenden Getriebeübersetzungen, die hier mit dem Transmissionsriemen eingestellt werden konnten. Und man sieht auch gut das Übersetzungsgetriebe hier für die Leit- und Zugspindel, mit der dann Bearbeitungen wie Gewinde oder automatischer Vorschub eben möglich sind. Ja, hier sieht man einmal eine solche Welle, wie sie auf einer solchen Drehmaschine hergestellt wird. Und ganz links sieht man einen kleinen Nutendrehmeißel, dann einen Nutendrehmeißel mit einer runden Spitze, dann einen Gewindedrehmeißel, einen größeren Einstechmeißel, verschiedene Fasmeißel, Feindrehmeißel und Plan- und Längsdrehmeißel. Und diese Werkzeuge werden nach wie vor genauso wie vor 150 Jahren für die Herstellung von solchen Wellen eingesetzt. Es gibt da sicherlich Variationen für, aber wenn man jetzt eine solche Welle herstellen würde, würde man das vermutlich genauso machen, wie man es vor 150 Jahren gemacht hat, auf eben entsprechend dieser Drehmaschine. Nur, dass die Drehmaschine heute eben stärker gekapselt ist, besser abgeschirmt ist, einen Elektromotor hat und möglicherweise sogar auch eine Computersteuerung hat. Aber das würde man vermutlich für ein einzelnes Werkstück eher weniger verwenden. Sodass die Herstellung für eine solche einzelne Welle eigentlich ziemlich genau so ablaufen würde, wie es damals vor 150 Jahren auch passiert ist. Und das ist etwas, was ich eben sehr spannend finde, dass die eigentliche Bearbeitung und dass die eigentlichen technischen Prozesse, dass die Kernprozesse der technischen Bearbeitung von Metall eben nach wie vor die gleichen sind. Wenn ihr euch selber mal ein Bild machen wollt, kommt mal vorbei hier in Berlin im Technikmuseum. Es ist sehr spannend und sehr zu empfehlen. Es gibt ja auch noch vieles anderes zu entdecken. Bis dahin danke ich euch sehr fürs Zusehen, wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.